Ein saftiges Moin, Ladies and Gentlemen. Ich darf euch wieder recht herzlich zu einem kleinen Technikvideo begrüßen und es wird großartig, versprochen. Wir schauen uns eine brandneue Hop-Up-Kammer an. Oh, nein, es wird wirklich gut, versprochen. So, ihr seht hier einmal die brandneue Begadi Neptune CNC Hop-Up-Kammer für AR15 Modelle beziehungsweise für alle Airsoft SAEGs, welche für Standard V2 Hop-Up-Kammern einmal nutzen. So, gibt's 5000 Stück auf dem Markt? Ja, ich weiß. Das kleine Mistding hat es aber technisch wirklich in sich. So, schauen wir es jetzt zunächst mal an. Wir haben relativ viele Feature, die euch das Leben unheimlich erleichtern. Punkt Nummer 1, das Einstellrädchen ist unheimlich breit hier, sitzt auch im Vergleich zu einer Max ein kleines bisschen weiter vorne und passt vom Durchmesser zum Beispiel perfekt für die Syma Nova, für diese ganzen Syma AR15, für E und C. Und ihr müsst nicht im oberen Bereich wie bei einer Max jetzt irgendwie innen drin das Plastikding da abschleifen, abfeilen oder abcutten. Nein, passt out of the box problemlos rein und ist kompatibel. Nächster Punkt. Wie oft kommt es vor, dass wenn ihr die Hop-Up-Kammer tauscht, oder das Bucking tauscht und einen Lauf noch mittauscht, dass ihr dann anfangen müsst, die Nozzellänge anzupassen. Bedeutet, ihr müsst die Gearbox rausmachen, aufschrauben, Nozzellänge prüfen, dann gegebenenfalls eine bestellen, dann passt sie vielleicht, dann kann es Feeding-Probleme geben oder nicht. So, und das erspart euch diese Hop-Up-Kammer. Bedeutet, ihr könnt letztendlich direkt ab Lieferung die Hop-Up-Kammer perfekt zu eurer Nozzle justieren. Das ist mir neu. Bedeutet, habt ihr eine 21,5er Nozzle drin in eurem Modell? Ja gut, dann stellt ihr das Ding auf 21,5 ein. Habt ihr eine 21 mm Nozzle drin? Stellt das auf 21,5 mm ein. Bedeutet, ihr müsst jetzt nicht mehr hergehen und müsst die Nozzlelänge rausmessen und kontrollieren und prüfen von der Dichtung. Nein, ihr stellt eure Hop-Up-Kammer ein. Und das könnt ihr innerhalb von einer Minute machen. Also hier unheimlich innovativ, finde ich. Und der nächste Punkt ist ebenfalls im unteren Bereich eine Besonderheit. Denn wie oft kommt es zum Beispiel bei einer Max vor, dass es je nach Hersteller, je nach Magazinhersteller, je nach BBs immer wieder Feeding-Probleme aufgrund dieses Hebelsystems geben kann. Denn ja, natürlich, jedes Magazin von unterschiedlichen Herstellern weicht immer ein kleines bisschen ab. Der Magazinhalter weicht ab, der Magazinschacht weicht ein bisschen ab. Dann funktioniert es wirklich super. Oder ihr könnt einfach eine Konfiguration haben, was überhaupt nicht funktioniert. Und da liegt es eben meistens unten dran, dass der Hebel von eurem Magazin einfach nicht vollständig geöffnet wird, da eben gewisse Maße etwas anders sind oder etwas abweichen. So, und auch hier unterstützt euch diese Hop-Up-Kammer. Bedeutet, ihr könnt hier letztendlich diesen Feeding-Kanal oder diese Feeding-Tube hier unten, die könnt ihr letztendlich in der Länge einmal justieren bzw. einstellen. Bedeutet, habt ein Magazin, was recht schwabbelig drin sitzt, wo der Schieber nicht öffnet und kein Feeding kommt, ja, dann schraubt ihr das Ding ein bisschen weiter raus, habt auch so eine schöne Zahlen einmal drauf und dann funktioniert das Ganze. Also hier, wie gesagt, zwei Features, die ich unheimlich feiere und was gerade diese Hop-Up-Kammer in Bezug auf Kompatibilität mega interessant macht. So, dann seht ihr hier einmal meine wunderschöne Begadi bzw. Syma Nova einmal liegen. Da bietet es sich am besten an, das Ding doch gleich mal da reinzuballern, würde ich sagen. Also macht euch ein Bierchen auf und los geht's. Also Leute, gehen wir es einmal an. Brandneue AR15 Hop-Up-Kammer für M4, M16 Modelle oder eben für alle SAEGs, welche Standard M4 oder AR15 Hop-Up-Kammern einmal aufnimmt. So, ihr seht es hier schon, das Ganze schimpft sich Begadi Neptune, ist ebenfalls wieder CNC gefräst. Und jetzt werdet ihr euch zunächst mal denken, ja Reaper, haben wir nicht schon nur Hop-Up-Kammern für AR15, muss jetzt da nochmal ein Video drüber machen über nochmal eine. Richtig, sehe ich letztendlich genauso. Bedeutet, wir haben die Retro-Arms, wir haben die Max Hop-Up-Kammer, mittlerweile auch in einer neuen Version verfügbar. Dann die E&C Standard, die gute G&G. Also es gibt so viele Hersteller von Hop-Up-Kammern, da blickt man selber nicht mehr durch. So, aber eins sei euch gesagt, diese Hop-Up-Kammer hat zwei Features, welche euch das Leben unheimlich erleichtern und ich so bis jetzt bei keiner anderen Hop-Up-Kammer einmal gefunden habe. Oder mir ist keine andere Hop-Up-Kammer einmal bekannt, wo eben diese Features hat und wo euch das Leben so unheimlich einfach macht. Bedeutet gerade Nozzlelänge. Wie oft hat man Probleme, tauscht der Hop-Up-Kammer, zack, Nozzlelänge passt nicht mehr. Müsst ihr Nozzlelänge tauschen, also ganze Gearbox aufmachen.
Hier nicht nötig, denn das Ganze übernimmt die Hop-Up-Kammer. Ebenfalls Kompatibilität zu unterschiedlichen Magazinen, unterschiedlichen Herstellern, unterschiedlichen Lower Receivern, unterschiedlichen Magazinhaltern. Kann auch immer wieder für Probleme sorgen. Und auch hier unterstützt euch mit einem Feature diese neue Hop-Up-Kammer. So, dementsprechend, wie gesagt, schauen wir uns dieses wunderschöne Stück Technik einmal im Detail wieder an. Und auch würde ich von Begadi einmal darum gebeten, das Ganze etwas einsteigerfreundlicher einmal zu erklären. Bedeutet, ich werde wirklich im Detail einmal auf Dinge eingehen, gerade bei der Montage, worauf muss man achten. Das ist für viele Spieler natürlich einmal selbsterklärend oder eben für Leute, die meinen Kanal schon länger einmal verfolgen. Für einen absoluten Einsteiger werde ich hier aber wirklich alles so einfach wie möglich erklären. Dementsprechend könnten sich gegebenenfalls manche Leute ein bisschen langweilen. Ich bitte dies aber zu entschuldigen. Also, fangen wir an. Zunächst mal, ich habe es ja gerade schon gesehen, ist auch wieder so grün eloxiert. Dann würde ich sagen, schauen wir uns zunächst mal wieder den Lieferumfang an. Da haben wir wieder so eine weiße Box, ohne Abenteuer, der Rückseite, nichts vorhanden. Und im inneren Bereich haben wir letztendlich genauso wie bei dieser von dieser Scar-Unit, von dieser FNS und von dieser AK-Unit, von dieser Neptune, haben wir letztendlich einen nahezu identischen Lieferumfang. Bedeutet, da seht ihr, da ist einfach so ein Beutelchen drin, den macht ihr einmal auf. Dann habt ihr nochmal ein Beutelchen drin mit unheimlich vielen Kleinteilen. Schauen wir uns gleich im Detail an. Und dann hier wieder einmal in so einer Polsterfolie einmal eure Hop-Up-Kammer selbst einmal eingepackt. Wenn wir dann das Tütchen aufmachen, haben wir, wie gerade schon gesehen, sehr, sehr viele Kleinteile einmal drin. Schauen wir mal ganz kurz drüber. Zunächst mal Lauffeder. Wenn ihr die Hop-Up-Kammer oder das Hop-Up-System direkt einmal über den Lauf bei eurem Modell federn müsst, ist eine relativ straffe einmal enthalten im Lieferumfang. Und wenn ihr jetzt ein Modell habt, was nur von oben einmal zum Federn geht, habt ihr ebenfalls diese Feder einmal enthalten. Sprechen wir ebenfalls später natürlich alles im Detail einmal an. Dann wieder Aluminium-Einstellrad, das Ganze einmal mit so einer Laserung drauf oder so einer Beschriftung einmal drauf, mit der aktuellen Einstellung einmal. Das Ganze, wie gesagt, ebenfalls aus Aluminium gefertigt, wie die Hop-Up-Kammer letztendlich auch. So, und dann wird es schon mal ein kleines bisschen interessant, denn hier haben wir, habt ihr vielleicht gerade schon gesehen, abgetrennt einmal den Feeding-Kanal oder die Feeding-Tube unten von der Hop-Up-Kammer. Die ist eben hier einmal separat. Dann auch wieder schön 2 C-Clips aus POM müsste es, glaube ich, sein. Auf jeden Fall unheimlich haltbare C-Clips, auch wieder 2 Stück. Einmal auf Ersatz, einmal eben zum Einbauen. So, dann auch wieder 3 unterschiedliche Tensioner. Bedeutet einmal den Tensioner für 7 mm Hop-Up-Systeme. Das ist dann einmal dieser Alu-Tensioner. Dann einmal für 5 mm Standard-Hop-Up-Systeme ebenfalls enthalten. Und wenn ihr jetzt einen ganz normalen Gummi-Tensioner verwenden wollt, ist ebenfalls dieser Adapter hier einmal im Lieferumfang enthalten. Dann haben wir ein paar Ohrringe drin, insgesamt 4 Stück. Das sind zweimal so einer hier, die sind identisch groß. Dann ein kleines bisschen oder ein noch größerer und hier so ein mittlerer. Also 4 kleine Ohrringe sind enthalten. Dann natürlich wieder der Einstelllever oder der Hebel letztendlich im oberen Bereich ist enthalten. Dann vorne die Zentrierung für einen Lauf, ebenfalls wieder aus Messing gefertigt. Wie das dann vielleicht schon kennt von der FNS oder von dieser AK-Unit, ebenfalls wieder diese Gummieinlagen für die Tensioner. Auch wieder hier einmal in weich schwarz und in etwas härter rot einmal. So, dann für den Lever letztendlich die Schraube dafür. Dann ebenfalls für die mittlere obere Feder so ein kleiner Gewindestift oder Madenschraube. Ebenfalls nochmal eine ganz kleine Madenschraube, die ist später wichtig, einmal im vorderen Bereich. So, und 2 kleine Federn sind ebenfalls enthalten. Diese sind letztendlich einmal für den Lever oben. So, und das ist eben noch nicht alles, denn ihr habt ebenfalls einen weiteren Messingring enthalten, der sehr, sehr interessant ist. Und das ist dieser hier. So, und passend für diesen Messingring habt ihr ebenfalls 4 sehr, sehr dünne Schimmscheiben. Die könnten wir uns vielleicht gleich einmal ausmessen, wie dick die sind. Auf jeden Fall sind davon 4 Stück enthalten und je Schimmscheibe sind es 0,2 mm. Also 4 Schimmscheiben a 0,2 mm und diese gehören eben einmal zu diesem Bauteil. Und das finde ich eben interessant, das müssen wir uns später einmal im Detail anschauen. So, und das soll es einmal gewesen sein mit dem Lieferumfang. So Leute, bevor wir uns diese ganze Hop-Up-Kammer einmal im Detail anschauen und auf die Features einmal eingehen, würde ich sagen, bauen wir sie erstmal zusammen.
Da ist nicht viel dabei, bedeutet letztendlich jeder, der schon mal eine Max zusammengebastelt hat, bekommt das auch problemlos einmal auf die Reihe. Man muss halt nur wissen, wo welches Bauteil einmal hingehört. Wie gesagt, das Video soll ein bisschen einsteigerfreundlich sein, dementsprechend erkläre ich es euch ganz kurz einmal im Detail. Schauen wir uns aber zunächst mal die Qualität von der Hop-Up-Kammer selbst einmal an. Ihr seht auch hier das Ganze wieder CNC gefräst, 7075 Aluminium und die Qualität ist wirklich perfekt. Also richtig, richtig sauber gefräst, auch wenn man hier unten mal reinschaut in den Kugelkanal, dieses feine Gewinde, da sind nirgendwo Rückstände oder auch im inneren Bereich absolut kein Grat irgendwo sichtbar, keine scharfen Kanten oder sowas. Also hier von der Qualität wirklich, wirklich richtig gut das Ganze. So, dann würde ich sagen, wir beginnen zunächst einmal im hinteren Bereich. Ihr habt ja, wie vorhin vielleicht schon gesehen, ihr habt 4 Ohrringe einmal enthalten. So, da habt ihr einmal diese 4 Ohrringe, die beiden sind gleich groß. Das ist so ein mittlerer und das ist so ein fetter. So, der fette Ohrring, der kommt einmal hier hinten drauf. Bedeutet, der muss einmal hier drauf und auf diesem Ohrring läuft dann letztendlich euer Einstellrad. Bedeutet, wir können dieses Einstellrad, welches ebenfalls aus Aluminium gefertigt ist, auch hier von der Qualität wirklich klasse, auch von diesen Markierungen hier oder von der Schrift, wirklich klasse, schön scharf alles. Und was mir ebenfalls schon aufgefallen ist, das Einstellrad ist deutlich breiter im Vergleich zum Beispiel zu einer Max. Bedeutet gerade jetzt bei dieser Syma auch, warum ich es überhaupt da rein bastel, der eine Punkt, wenn ihr eine Max drin habt, dann kann es passieren, dass ihr den Spannhebel von der Syma einmal zurückhalten müsst, da das Blech nicht weit genug einmal offen bleibt. Bedeutet, ihr kommt relativ schlecht oder gerade so einmal an das Einstellrädchen von der Max einmal ran. Das Einstellrad von der Hop-Up-Kammer jetzt ist ca. 2 bis 2,5 mm breiter. Und dadurch tut ihr euch einfach deutlich einfacher, einmal ranzukommen an dieses Einstellrädchen. Und was mir ebenfalls beim Testen schon aufgefallen ist, das Einstellrädchen ist auch im Vergleich zu einer Max ein kleines bisschen kleiner vom Durchmesser. Bedeutet, ihr müsst hier nicht mehr bei den ganzen Syma-Kniften irgendwie oben im Upper Receiver anfangen, jetzt irgendwie dieses Kunststoffteil da seitlich irgendwie zu bearbeiten und zu schleifen oder sonstiges. Denn das passt problemlos einmal rein. Also hier im Vergleich zu der Max, gerade zu diesen ganzen Syma Premium-Kniften einmal kompatibel, ohne Nacharbeit. Wie gesagt, hier eben das Einstellrad minimal ein kleines bisschen kleiner vom Durchmesser. So, dann müssen wir dieses Einstellrädchen jetzt hier hinten einmal drauf pressen, wo wir gerade diesen Ohrring drauf gezogen haben. Bedeutet, wir drehen uns einfach die Hop-Up-Kammer einmal her, setzen das Rädchen wirklich schön gerade einmal an, dass es rundherum einmal aufliegt und dann drücken wir einfach sehr kräftig das Ganze einmal drauf, bis es klack macht. So, und dann sitzt das Ganze hier einmal auf diesem Ohrring letztendlich einmal drauf. Man könnte gegebenenfalls unten drunter noch ein relativ zähes Fett einmal drunter schmieren, aber das ist jedem selbst überlassen. Wie gesagt, ich lasse es jetzt mal trocken, ihr könnt aber natürlich auch ein Fett verwenden, aber nehmt ein wirklich zähes, damit das Einstellrad nicht irgendwie zu schwammig wird oder sowas. Wie gesagt, wäre natürlich auch einmal problemlos möglich. So, dann kommen wir zum ersten kleinen Feature. Das ist einmal dieser Einstellkanal hier unten dran. Und viele, die sich ein bisschen auskennen, werden sich jetzt schon denken. Ihr seht, da ist ein Gewinde einmal dran. Bedeutet, ihr könnt diesen Kanal oder diese Feeding Tube könnt ihr letztendlich perfekt einmal zu euren Magazinen oder zu eurer Waffe einmal einstellen. Natürlich, man muss auch dazu sagen, kleiner Nachteil im Vergleich zu einer Max. Die BBs fallen natürlich raus, wenn ihr jetzt zum Beispiel kein G&G-Magazin mit einem langen Follower habt. Bedeutet, bei der Max bleiben die BBs einmal drin, hat aber meiner Meinung nach den Nachteil die Max, denn es kann relativ häufig zu Problemen mit diesem Hebelsystem da unten kommen. Das Thema hat man einfach schon sehr, sehr oft. Bedeutet, wie häufig muss man diesen kleinen Hebel da abschleifen oder Schrumpfschlauch drum machen, dann funktioniert es mit dem einen Magazin, dann nimmt man eins vom anderen Hersteller, dann feedet es wieder nicht mehr richtig, weil der Hebel nicht aufmacht. Also ja, irgendwo muss man sich entscheiden aus Pest und Cholera. Also entweder fallen die BBs raus und man kann die Kompatibilität und das Feeding einstellen, oder man mag, dass die BBs drin bleiben, muss sich aber dann mit diesem Hebelsystem von Max gegebenenfalls bei manchen Modellen eben ein kleines bisschen rumärgern oder das Ganze eben anpassen.
So, hier, wie gesagt, hier fallen die BBs einmal raus und bleiben nicht drin. Außer ihr habt halt G&G Magazine mit einem langen Follower, dann kann natürlich auch die letzte Kugel einmal gefeedet werden. So, hier habt ihr aber jetzt eben den Vorteil. Zunächst mal lasst uns das Ding mal installieren. Hier nehmen wir übrigens einen von diesen Doppelohrringen oder wo halt zwei einmal dabei sind von denen hier. Dann nehmen wir uns einen, den ziehen wir uns einmal hier oben direkt in diese Vertiefung oder in diese Nut einmal rein. So, und dann könnt ihr letztendlich die Feeding Tube hier einmal reinschrauben. So, richtet man ein bisschen aus und dann schraubt man das Ganze hier unten einmal rein. So, ihr werdet feststellen, im unteren Bereich geht es relativ einfach und leicht zum Schrauben. Sobald jetzt aber einmal im oberen Bereich jetzt der Ohrring einmal kommt und in so einen Versatz einmal reingreift, geht es relativ schwergängig zum Drehen. Das muss aber auch so, denn andernfalls würde sich das Ganze gegebenenfalls einmal verstellen. Bedeutet, ihr seht, jetzt habe ich das Ganze komplett einmal reingeschraubt, Maximum bis auf Anschlag. Weiter geht also nicht mehr. Und jetzt seht ihr hier außen drauf, habt ihr ebenfalls nochmal wie so eine Art Uhr oder halt so Zahlen. Bedeutet, jetzt ist es euch eben möglich, den Abstand oder die Hop-Up-Kammer oder den Feeding-Kanal hier einmal zu euren Magazinen einzustellen. So Leute, jetzt muss ich hier mal einen harten Cut reinmachen, denn das Video ist eigentlich schon bereits komplett fertig. Begati hat sich schon angeschaut, ich wollte es eigentlich auch schon veröffentlichen. Ich wurde aber darauf hingewiesen, bei der Montage einen Punkt zu ergänzen. Und das ist einmal Thema Ohrringe bzw. Fett. Begati empfiehlt, oder Begati schreibt zu mir, ich sollte hier auf jeden Fall etwas Silikonfett, irgendwas Klebriges einmal auftragen, damit das Ganze eben vielleicht nicht reibt oder sowas. Ebenfalls hier unten, denn gegebenenfalls, wenn ihr das Gewinde zu stark reinschraubt oder sowas und ihr verwendet hier kein Fett, dann kann es sich eventuell etwas verklemmen. Dementsprechend machen wir das Ganze einfach nochmal, wie gesagt, kleines Update. Bedeutet, ich nehme hier auch so ein sehr, sehr zähes und klebriges Fett einmal. Das ist ein 100.000 CPS. So ein gutes altes Dämpferöl von Tamiya. Wie gesagt, ein sehr, sehr zähes, klebriges Fett. Und pinsel mir hier ein kleines bisschen was in das Einstellrädchen rein. Gerade in diese Nut, wo später einmal der Ohrring einmal läuft. Also einfach da innen drin, wie gesagt, einfach ein bisschen was reinpinseln von diesem klebrigen Zeug. Und dann das Ganze einfach wieder einmal installieren, damit es eben schön flutscht und schön geschmiert ist. So, oh, das war ein bisschen zu weit. Lever einhaken. So, zack, jetzt sitzt es einmal wieder drauf und ist jetzt eben halt ein kleines bisschen geschmiert. Und wie gesagt, ich habe es vorher trocken gehabt. Begati schreibt, man soll es fetten, dann machen wir das halt so. So, und auch hier ein kleines bisschen Fett auftragen auf den Ohrring oben, vielleicht ein bisschen was ins Gewinde einmal rein. Auch hier aufpassen, lieber was Klebriges verwenden. Es soll natürlich halten, soll sich nicht von alleine verstellen. Bedeutet hier kein Öl oder so nehmen, sondern nehmt wirklich irgendwas Klebriges. Das fand ich jetzt gar nicht so verkehrt, wo ich es trocken gehabt habe oder trocken gelassen habe. Aber wie gesagt, natürlich, wenn man jetzt das Gewinde trocken lässt und man schraubt das Ding mit aller Gewalt rein, dann braucht man wahrscheinlich eine Zange, um das wieder zu lösen. Also nehmen wir halt ein kleines bisschen Fett und ihr werdet merken, auch wenn ihr hier so ein Fett auftragt, das Ding läuft immer noch relativ straff aufgrund des Ohrringes. Also verstellen tut sich das da unten definitiv einmal nicht. Gut Leute, hier wie gesagt kleines Update zur Montage. So, dann braucht er 0,9 mm Inbus und jetzt muss hier vorne einmal diese kleine Gewindestift einmal rein. Und über diesen Gewindestift könnt ihr letztendlich die Hop-Up-Kammer zum Lower Receiver einmal einstellen. Auch hier würde ich euch empfehlen, das Ganze einmal sauber zu justieren, einmal sauber einzustellen und dann gegebenenfalls das Ganze mit ein kleines bisschen Schraubensicherung zu sichern. Auf jeden Fall 0,9er Inbus, hier vorne den kleinen Gewindestift einmal reinschrauben. Lasst uns den vielleicht zunächst mal komplett bündig einmal reinschrauben, denn ich weiß jetzt auch noch nicht, wie weit der einmal raus muss. Also macht man einfach bündig. So, passt schon, so ist in Ordnung. Okay, so, dann habe ich euch gesagt, Cymanova, dementsprechend kommt auch hier wieder natürlich selbes Hop-Up-System rein, was eben schon drin verbaut war vorher. Bedeutet, ist ein Davinci Akaishi-Lauf, aber heute kein 7 mm System, sondern eben weiterhin ein Standard 5 mm System. Wie gesagt, wurde schon benutzt und ihr seht auch hier einfach jetzt diesmal dieses Standard Fly 5 Bucking einmal verwendet.
So, Bucking ist bereits auf dem Lauf installiert. Brauche ich euch, glaube ich, nicht nochmal erklären, dass ihr natürlich hier auf den Lauf vorher ein kleines bisschen Fett aufpinselt, bevor ihr dieses Hop-Up-Gummi oder dieses Hop-Up-Bucking einmal drüber stülpt. Ist natürlich jedem bewusst. Hoffe ich zumindest. So, und dann würde ich sagen, auch hier nehmen wir wieder ein kleines bisschen Silikonfett. Könnt ihr auch wieder was schönes Zähes einmal nehmen und pinseln auch hier einmal das Bucking im vorderen Bereich ein bisschen mit Silikonfett einmal ein. Bedeutet da, wo diese Schrift bei diesem Begadi Bucking sind. Und auch im unteren Bereich können wir einmal bis nach hinten pinseln. Nur oben, wo später der Tensioner drauf drückt, da machen wir kein Fett einmal drauf. So, einfach ein bisschen drauf und gut ist. So, dann können wir bereits einmal den Lauf installieren. Bedeutet, wir schieben jetzt das Ganze einmal in die Hop-Up-Kammer rein. Das geht, wie gesagt, das geht ein bisschen straff. Wenn ihr aber das Ganze ein bisschen eingeschmiert habt, dann, ja, ihr müsst schon ein bisschen drücken, aber es geht. Wie gesagt, trocken natürlich nicht, denn wenn es trocken ist, dann reibt es. Das sollte jeder wissen. So, also, jetzt einmal das Ganze installiert und wir können bereits hier wieder einmal einen C-Clip verwenden. Da habt ihr ja 2 einmal im Lieferumfang enthalten. Nehmen wir einen davon und sichern jetzt einmal den Lauf. Und auch hier wieder schön, was mir gut gefällt bei diesen C-Clips von Begadi, die haben auch im unteren Bereich nochmal diese Zentrierung einmal. Bedeutet, so könnt ihr sehen, hier unten eben nochmal dieses Nut- und Federsystem, dass der C-Clip eben nicht nur links und rechts einhakt, sondern ebenfalls hier unten einmal in dieser Lauffräsung. Dadurch die Zentrierung um einiges einmal besser. Also klipsen wir das Ganze einmal drauf, dann schauen wir mal, ob das alles passt. So, einmal zurück, hier drüben noch ein bisschen, Klick, Klick, Klick und es passt einmal wieder perfekt. Also auch hier, vielleicht könnt ihr es wieder sehen, der C-Clip passt einfach wie Arsch auf Eimer. Das bedeutet hier auch von der Passgenauigkeit, von den Toleranzen, wirklich Hammer, richtig gut, komplett. Wenn das Ding drin sitzt, absolut kein Versatz, bedeutet ihr könnt da drüber fahren, das ist null Spiel, kein Versatz irgendwie drin, passt perfekt. Und dann von vorne natürlich auch wieder über den Lauf einmal diese Laufzentrierung oder diese Messinghülse. Hier nicht verwechseln mit der großen. Wie gesagt, ihr habt da 2 Stück im Lieferumfang enthalten. Hier jetzt einmal die dünne oder die kleine einmal von vorne einfach drüber und hier hinten einmal reindrücken. So, dann können wir ebenfalls diesen zweiten kleinen O-Ring nehmen. Bedeutet, da habt ihr ja letztendlich gerade schon einen da unten drin installiert. Jetzt nehmen wir den zweiten und ziehen uns diesen ebenfalls über den Lauf von vorne einmal drüber, um hier vorne diese Zentrierung, diese Messingzentrierung einmal zu sichern, damit sie sich eben nicht löst. So, einmal drauf das Ganze und dann seht ihr jetzt hier eben einmal diesen O-Ring. So, und jetzt kommt es natürlich darauf an, wie ist euer System oder welche Knifte habt ihr. Es gibt Kniften, die werden nur einmal über den Lauf gefedert. Bedeutet, ihr habt letztendlich nur hier zum Beispiel einmal diese Feder hier einmal drauf. Bedeutet, die Hop-Up-Kammer wird über den Outer oder über die Feder nach hinten gedrückt. Es gibt aber auch Modelle oder Systeme, da passt diese Feder nicht rein. Bedeutet, dann bekommt ihr die Hop-Up-Kammer nicht weit genug in den Outer einmal reingeschoben. Müsst ihr gucken, dann braucht ihr eben standardmäßig, wie bei der Original-Hop-Up-Kammer vermutlich, die Feder hier oben drauf. Und die installiert ihr einfach wie folgt. Brauchen wir jetzt bei der Syma Nova zwar nicht, aber ich zeige es euch trotzdem mal ganz kurz. Habt ihr einen Gewindestift einmal enthalten und den schraubt ihr hier oben ganz leicht ein bisschen rein. Braucht dann 1,5er Inbus. Wie gesagt, einfach ein kleines bisschen rein. So, ja, so ungefähr. Ach, den kann man gar nicht weiter reinschrauben, oder? Ach, nee. Also bis Anschlag einfach einmal rein. Dann seht ihr, dann steht ihr noch ein kleines bisschen weiter raus. Und dann nehmt ihr die Feder und drückt die oder presst die einfach kräftig einmal auf diesen Gewindestift sozusagen einmal drauf. So, und dann habt ihr letztendlich einmal diese Feder hier oben drauf letztendlich einmal installiert und die Hop-Up-Kammer wird eben hier oben gefedert. Wie gesagt, das Ganze ist jetzt bei dieser Syma Nova oder bei dieser Begadi Nova nicht nötig. Können wir darauf verzichten. Dementsprechend schraube ich mir auch hier oben diesen Gewindestift wieder raus. Denn bei der Nova braucht ihr nur die Feder einmal für den Outer oder über den Lauf drüber. Das Ganze können wir uns letztendlich dann zu den Ersatzteilen dazulegen, wenn wir es doch mal wieder irgendwann gebrauchen können. So, also wir brauchen für die Nova, wie gesagt, einmal die große Feder, hier einmal auf dem Lauf drauf.
Gut, dann machen wir gleich mal mit dem Tensioner weiter. Oder sollen wir es ein Lever? Nee, Lever geht ja gar nicht. Also erst den Tensioner. Und wie gesagt, jetzt habe ich hier letztendlich ein Standard 5 mm System drin. Bedeutet, wir verwenden hier ebenfalls den 5 mm Alu-Tensioner, welcher jetzt hier im Lieferumfang einmal enthalten ist. Habe ich euch vorhin schon gezeigt. Ihr habt hier einen für 5 mm, dann so einen langen, natürlich alles sauber abgerundet einmal. Einmal für 7 mm Hop-Up-Systeme und hier eben nochmal so ein, ja, so eine Art Adapter, falls ihr ganz normale Gummi-Tensioner einmal verwenden möchtet. Also wie gesagt, den legen wir uns auf die Seite, brauche ich jetzt aktuell nicht. Wenn jetzt natürlich irgendwie so ein Akaishi oder DaVinci, wie heißen die, 70 glaube ich, oder PPS FX7 oder halt einen Lauf mit einem 7 mm Lauffenster habt oder ein 7 mm System verwenden wollt, dann müsst ihr natürlich diesen Tensioner hier verwenden, also den langen. Jetzt hier Standard 5 mm System bedeutet, wenn ihr nichts an der Knifte ändert, Standardläufe 5 mm, dann verwendet ihr diesen hier einmal. So, und dann habe ich euch wieder gesagt, ihr habt wieder diese Gummieinlagen da dabei. Die harten sind die roten, die lege ich mir wieder auf die Seite, denn diese schwarzen, die weicheren, funktionieren eigentlich immer tadellos. Und da brauchen wir letztendlich auch nur einen. Bedeutet, den anderen schwarzen legen wir uns ebenfalls auf die Seite, nehmen jetzt einen so einen schwarzen und popeln uns den hier oben einfach wieder einmal in den Tensioner rein. So, den müsst ihr wahrscheinlich ein bisschen reindrücken. Wie gesagt, relativ passgenau oder sehr passgenau das Ganze. Einfach hier einmal reindrücken, dann sitzt ihr hier oben sauber in dem Tensioner einmal drin. Okay, dann installieren wir den Tensioner. Brauchen wir ein bisschen Fett. Ich glaube es eigentlich nicht. Jetzt muss man aufpassen, wie rum der einmal reingehört. Bedeutet, der ist ein bisschen abgesenkt oder ein bisschen abgestuft nach hinten. Also ja, im hinteren Bereich ist er ein bisschen dünner oben. Ich hoffe, das könnt ihr dann gleich ein bisschen sehen. Ist aber eigentlich selbsterklärend. Bedeutet, der kommt jetzt einfach hier oben einmal rein. Und hier vielleicht recht schön oder gut zu sehen, wenn wir da mal von oben drauf schauen. Der Tensioner wird jetzt eben nicht nur links und rechts einmal über so Führungen nach unten bewegt, sondern liegt ebenfalls jetzt im vorderen Bereich auch noch an. Bedeutet, der wird wirklich zu 100% sauber und zentriert einmal nach unten bewegt. Kann man das so, glaube ich, schön sehen und auch von oben. Und auch hier von der Passgenauigkeit wirklich richtig, richtig gut. Ich meine, wenn ihr da mal herschaut, da habt ihr eigentlich, oder man sieht eigentlich nicht wirklich irgendwie Spieler oder sowas. Also der sitzt da wirklich, schaut mal, der sitzt da sowas von sauber einmal drin. Also hier einmal perfekt einmal umgesetzt, würde ich mal behaupten. So, dann braucht man natürlich wieder so eine lustige kleine Mistfeder, die man gerne mal verliert. Bedeutet, Entschuldigung, hier so eine ganz kleine Feder. Habt ihr auch wieder 2 Stück im Lieferumfang enthalten, finde ich immer gut. Denn wie gesagt, da fällt gern mal eine auf den Boden, dann ist sie meistens weg. Dementsprechend 2 Stück dabei und die muss jetzt hier im oberen Bereich hinter den Tensioner. Bedeutet, wenn ihr da oben mal reinschaut, dann seht ihr hier so ein kleines Löchchen. Bedeutet, auch hier werde ich wieder ein kleines bisschen Silikonfett nehmen. Pack mir das einmal in dieses Löchchen rein. So, einfach ein bisschen reinschmieren, damit einfach die Feder hält. So, und dann setzen wir einfach die Feder hier in das Loch rein. Ja, einfach. Also ganz, ganz einfach, ne? Mein Gott, ist die klein. So, jetzt da. So, dann stopft ihr die Feder hier einmal rein und schaut halt, dass das Ding wirklich einmal schön gerade ist. Gut, dann nehmen wir unser Einstellrädchen, das drehen wir uns erstmal auf 0 oder auf 1. 0 gibt es hier gar nicht. Bedeutet, ihr seht hier auch wieder vom Schützen aus auf der linken Seite, seht ihr hier oben so einen kleinen, ja, so einen kleinen Pfeil, und das ist letztendlich die aktuelle Einstellung. Bedeutet, 1 ist kein Hop letztendlich. Also Stufe 1. Dann nehmen wir uns den Lever einmal her. Oder den Hop-Up-Arm sozusagen. Und den müssen wir natürlich jetzt hier hinten einmal sauber in das Rädchen einfädeln. Bedeutet einmal hier hinten rein und dann einmal absenken. So, dann richten wir das Ganze noch ein bisschen aus. Schauen, dass die Löcher hier seitlich einmal übereinstimmen. Nehmen diese Messingschraube und schrauben das Ganze hier oben einfach einmal leicht fest. So, und dann könnt ihr bereits einmal kontrollieren. Bedeutet, wir drehen das Ganze jetzt einfach mal auf Stufe 1. So, Stufe 1, kein Hop drauf. Und wenn wir jetzt hier langsam drehen, dann merkt man, hier fängt es an straff zu werden. Bedeutet, ab Stufe 6 habe ich jetzt einmal Druckaufbau drauf. So, und wir können drehen bis Stufe, oh, jetzt wird es schwer, bis Stufe 14 ist dann letztendlich Maximum. Und dann, wenn man sich das mal seitlich hier anschaut, von Stufe 1 bis 14,
Lass mich das nochmal kurz rausschrauben. Von Stufe 1 bis 14 haben wir hier circa, was heißt da circa? Circa machen wir nichts, das passt dann mal auf, das messen wir uns raus. Was haben wir da maximale Einstellung oder Einstellweg, sagen wir mal? 0,9 mm haben wir hier, also circa 1 Millimeter Weg könnt ihr über den Tensioner einmal zurücklegen und entsprechend die Patchfläche einmal runterdrücken. Und das ist meistens locker ausreichend, also meistens langt sogar 0,5 oder sowas, um ausreichend Rotation einmal drauf zu bekommen. Wie gesagt, wir können auch mal noch mal einen Gegentest machen, wenn wir das Ganze mal auf Maximum schrauben und jetzt mal von hinten reinschauen. Oh lieber Gott, da hängt die Patchfläche mal richtig ordentlich einmal runter. Wartet mal, ich versuche scharf zu bekommen. Oder Licht rein. Seht ihr das? Ah, das langt locker aus. Also hier unheimlich fein das Ganze, aber ausreichend Weg einmal zum Einstellen. So Leute, jetzt haben wir letztendlich nur noch ein Bauteil auf dem Tisch liegen und das ist einmal dieser zweite Messingring hier. So, bevor wir uns diesen aber installieren, nehmt ihr einmal eure Knifte her, so wie meine jetzt einmal da liegt und entspannt zunächst einmal die Nozzle. Bedeutet, die Nozzle sollte komplett in der vordersten Position einmal sein. Das erreicht ihr, indem ihr den Anti-Reversal Latch, bedeutet einmal Pistolengriff lösen, Motor raus und dann müsst ihr hier innen drin einmal den Anti-Reversal Latch nach unten ziehen. Hier bei dieser Syma-Knifte kommt man hier wunderbar einmal ran, kann das Ganze hier seitlich über die Gearbox einmal entspannen. Bei anderen Modellen kann es nötig sein, dass ihr von unten mit dem Inbusschlüssel einmal reingeht oder mit so einer Häkelnadel, um einfach den Anti-Reversal nach unten zu ziehen. Und dann läuft das System kurz ein kleines bisschen rückwärts und die Nozzle entspannt sich einmal komplett. So, und das ist jetzt eben wichtig, dass die Nozzle komplett in der allervordersten Position einmal ist und nicht aufgespannt ist, denn über dieses Bauteil können wir jetzt die Hop-Up-Kammer zu dieser Nozzle-Länge einmal einstellen. Bedeutet, es ist nicht mehr nötig, jetzt beim Wechsel der Hop-Up-Kammer die Nozzle anzupassen. Und das finde ich einfach mega geil umgesetzt und ist benutzerfreundlich und dementsprechend auch zu noch mehr Modellen das Ganze einfach kompatibel. So, zunächst einmal nehmen wir uns aber den letzten verbleibenden O-Ring einmal her. Den ziehen wir uns hier hinten einfach einmal drauf. Das ist der letzte. So, und jetzt nehmt ihr das Ding her und... Gut, ihr könnt jetzt rein theoretisch auch einmal in die Gearbox reinstopfen. Ich stopfe mir das Ganze hier hinten oder hier vorne einmal in die, ihr könnt es auch einmal in der Hop-Up-Kammer installieren, quasi einmal hier hinten rein, aber ich installiere mir das Ganze hier vorne mal an der Gearbox. Bedeutet, ihr presst das Ganze, ihr drückt das Ganze hier hinten einmal kräftig rein, dann wird dieser Ring sauber zentriert. Ihr seht die Nozzle einmal durchlaufen. So, und jetzt ist es euch eben möglich, die gesamte Hop-Up-Kammer zu genau dieser Nozzle-Länge einmal einzustellen. Beispiel. Ich habe jetzt hier in dieser Symanova eine Begadi-Nozzle drin mit 21,15 mm. Ich habe vorher schon eine andere Hop-Up-Kammer drin gehabt, dementsprechend eben nicht mehr Standard 21,5 mm. Wie gesagt, 21,15. So, wenn wir uns das Ganze jetzt mal anschauen, nehmen wir mal die Hop-Up-Kammer her und wenn ihr jetzt hier seitlich, wo ist mein kleiner Schraubendreher? Egal. Wenn ihr jetzt hier seitlich in diese Fenster einmal reinschaut, da seht ihr exakt parallel laufend an der Kante einmal eure Dichtlippe von eurem Hop-Up-Bucking oder von eurem Hop-Up-Gummi. Bedeutet, würden wir jetzt hier einen Schraubendreher reinstecken oder durchstecken, läuft genau hier vorne einmal unsere Dichtlippe. Ihr seht es auch wunderbar, wenn ihr hier seitlich einmal reinschaut. So, und jetzt können wir die Hop-Up-Kammer einfach hier hinten einmal draufstopfen und können genau über das Fenster kontrollieren, wie weit greift denn meine Nozzle einmal in die Dichtlippe von meinem Bucking einmal rein. So, und jetzt seht ihr hier, die kommt schon relativ früh. Bedeutet, ich bin jetzt hier schon an der Dichtlippe dran, kann aber die Hop-Up-Kammer noch problemlos 1 mm oder sogar 1,2 mm einmal nach hinten drücken. Jetzt kann es natürlich passieren, dass diese Nozzle-Länge jetzt hier zu dieser Hop-Up-Kammer vielleicht nicht kompatibel ist. Vielleicht gibt es Feeding-Probleme, weil die Nozzle vielleicht zu lang ist. So, im Regelfall würde man jetzt hergehen und würde sich jetzt das Ding rausmachen, macht sich eine andere Nozzle rein mit 21 mm, also eine etwas kürzere. So, und das ist einfach Murks, denn man kann sich nie 100% sicher sein, wenn man jetzt eine andere Hop-Up-Kammer verbaut oder ein anderes Bucking verbaut, einen anderen Lauf verbaut, dass das Ganze einfach zusammenpasst. Denn wie gesagt, es gibt so viele Hersteller, so viele unterschiedliche AR-15-Modellen und nichts passt zu 100% immer zusammen. Sowas gibt es einfach nicht. Ihr müsst also immer die Komponenten exakt einmal zueinander konfigurieren.
So, und jetzt haben wir hier aber den Vorteil, wie gesagt, wir müssen das Ganze jetzt nicht tauschen. Bedeutet, wir lassen einfach die Original-Nozzle zum Beispiel drin, gleichen das Ganze aber zum Beispiel aus mit diesen im Lieferumfang enthaltenen Shim-Scheiben. Da habt ihr 4 Stück dabei und jede Shim hat einmal 0,2 mm. Bedeutet, ich nehme eine Shim zum Beispiel jetzt mal her, 0,2 mm, schiebe mir die hier hinten einmal auf diesen Messingring einmal drauf. So, und dann kann ich die Hop-Up-Kammer hernehmen, schiebe die Hop-Up-Kammer drauf und entsprechend habe ich bereits etwas weniger Abstand oder etwas weniger Widerstand. Und so könnt ihr einfach das Ganze ausgleichen. Und wie gesagt, standardmäßig hätte jetzt diese Syma Nova eine Nozzle mit 21,5 mm. Und das Ganze ist zum Beispiel zu der Max Hop-Up-Kammer nicht kompatibel, da die Nozzle einfach zu lang ist. Was würde ich jetzt in diesem Fall machen? Nehmen wir mal an, die Nozzle ist 21,5 mm lang. Wäre also nochmal deutlich länger wie meine, was ich jetzt bereits hier einmal verbaut habe. Ja gut, dann gehe ich einfach her und packe mir halt 2 von diesen Shim-Scheiben einmal drauf. Und dementsprechend kann ich jetzt hier das Ganze mit diesen Shims einfach ausgleichen, bis einfach der Abstand zu diesem System einmal speziell passt. Und auch zur Original-Nozzle. Jetzt müsst ihr aber natürlich aufpassen, nehmen wir mal an, ihr tauscht die Gearbox und habt keine originale Gearbox mehr drin. Dann könnt ihr das Ganze natürlich auch wunderbar ausgleichen. Parallel dazu müsst ihr aber natürlich gucken, dass ihr mit dem Auslass oder mit diesem Feeding-Kanal natürlich nicht bis ins Endliche einmal vorgehen könnt, denn sonst passen eure Magazine nicht mehr rein. Aber so plus minus 0,4 mm sind absolut kein Problem und es funktioniert wirklich klasse. Also wie gesagt, ich habe jetzt hier eine so eine Unterlegscheibe oder eine so eine Shim drin, 0,2 mm und das müsste eigentlich für meine Nozzle-Länge perfekt einmal passen und müsste sauber einmal abdichten. Wie gesagt, richtig geiles Feature und das Ganze eben jetzt einmal ja, zum Ausgleichen. Dann schauen wir uns das nächste Feature an, habe ich euch bei der Montage vorhin schon mal ganz kurz angesprochen. Ihr könnt bei der Hop-Up-Kammer hier unten diesen Feeding-Kanal oder diese Feeding-Tube einmal einstellen über ein Gewinde. Bestes Beispiel ICS. Wollt ihr für eine ICS eine andere Hop-Up-Kammer haben, braucht ihr eben eine, die speziell für ICS einmal ausgelegt ist. Denn ICS verwendet hier ein anderes Maß wie andere Hersteller. Bedeutet, da ist die Hop-Up-Kammer hier unten nochmal 1 Millimeter ungefähr länger. Und dadurch kann es einfach bei anderen Hop-Up-Kammern in ICS-Modellen zu Feeding-Problemen einmal kommen. Ihr braucht also eine spezielle Hop-Up-Kammer. Hier könnt ihr das Ganze einfach ganz easy über den unteren Feeding-Kanal perfekt einmal justieren zu eurer Knifte. Nächstes Beispiel. Nehmen wir mal an, ihr habt 2 AR-15 Kniften zu Hause oder M4, M16 Modellen von unterschiedlichen Herstellern und unterschiedliche Magazine. Und ihr wisst, nicht jedes AR-15 Magazin funktioniert in jeder Knifte. Bedeutet, jeder Hersteller hat einfach gewisse Toleranzen im Magazinschacht, im Magazinhalter. Dann sitzt das Magazin ein bisschen schwabbelig drin, dann sitzt es weiter unten, sitzt es weiter oben und es kommt zu Feeding-Problemen. Das Ding funktioniert einfach nicht. Auch hier könnt ihr das Ganze mit dieser Hop-Up-Kammer einmal ausgleichen. Bedeutet, nehmen wir an, das Ganze feedet einfach nicht, da der Schieber im Magazin bedeutet, der Auslassschieber hier oben, der die BBs quasi freigibt. Nehmen wir an, das Magazin fährt einfach über den Magazinschacht nicht weit genug in die Hop-Up-Kammer einmal rein. Da das Ganze einfach vielleicht nicht kompatibel ist, das Magazin zu tief sitzt oder hier die Arretierung nicht komplett einmal passt zu eurem Hersteller, dann könnt ihr jetzt einfach hergehen und könnt mit ein bisschen Kraft hier unten das Ganze einfach einmal übers Gewinde, das ist so ein Feingewinde, könnt ihr das Ganze wunderbar einmal justieren und ihr könnt das Ganze bis zu 1,5 mm weiter rausschrauben und dementsprechend den Feeding-Kanal perfekt einmal zu euren Magazinen entsprechend einmal einstellen. Also hier auch ein Feature, was mir bis jetzt bei keiner anderen Hop-Up-Kammer einmal bekannt ist, dass es sowas überhaupt gibt. Also das ist wirklich durchdacht, das feiere ich ein kleines bisschen, das ist gut durchdacht, nur eben wie vorhin vielleicht schon kurz angesprochen, ein Nachteil vielleicht, was der ein oder andere sieht, bei einer Max bleiben die Kugeln einmal drin, wenn ihr nachladet, bei dieser Hop-Up-Kammer, wenn ihr keine G&G-Magazine zum Beispiel verwendet, fallen 4 BBs einmal aus der Hop-Up-Kammer einmal beim Nachladen wieder raus. Wie gesagt, muss man sich entscheiden, was einem wichtiger ist. Hier eben die höhere Kompatibilität, auch gerade was Feeding-Probleme angeht, bekommt man unheimlich schnell in den Griff, sehr benutzerfreundlich das Ganze. Oder ihr sagt, nee, ich will eben, dass meine BBs einmal drin bleiben, ich will mir eine Max kaufen. Dann müsst ihr halt aufpassen, dass es gegebenenfalls bei der Max hier unten mit diesem Hebel immer wieder einmal Probleme geben kann und ihr den Hebel anpassen müsst oder einen Schrumpfschlauch rumziehen müsst oder andere Magazine verwenden müsst. Das ist einfach nicht immer zu jeder Knifte problemlos einmal kompatibel. Denn wie gesagt, ihr habt da teilweise Versatz oder Toleranzen
von bis zu 0,5 oder bis zum Millimeter einmal drin, je nach Hersteller. Hier könnt ihr das Ganze einmal ausgleichen, nur ein bisschen schade, dass halt die BBs einmal rausfallen. Da die BBs die letzten 20 Jahre auch rausgeflogen sind, ist mir das relativ Latte. Gut, dann kommen wir einmal zum letzten Punkt und da haben wir auch bei der Montage uns einmal angeschaut, dass wir hier vorne so einen ganz kleinen Gewindestift einmal in der Hop-Up-Kammer drin haben. Zunächst mal der eine Punkt, wie gesagt, hier dieses Syma Nova. Hier müssen wir das Einstellrädchen oder beziehungsweise dieses Plastikteil hier innen drin aufgrund des etwas kleineren Einstellrädchens müssen wir nicht überarbeiten. Bedeutet, das Ganze ist out of the box bereits problemlos kompatibel und keine Anpassungen einmal nötig. So, und über diese kleine Schraube, die wir hier vorne drin haben, können wir ebenfalls den Abstand zum Lower oder zum Upper Receiver einmal einstellen. Bedeutet, ihr seht die Hop-Up-Kammer, ganz normal einmal mit Schmackes nach vorne einmal drücken und dann fährt dieser kleine Gewindestift, fährt hier vorne einmal gegen den Upper Receiver. Und hier könnt ihr jetzt das Ganze ebenfalls nochmal vom Abstand perfekt zu eurem Modell einmal einstellen. Bedeutet, ihr schraubt das Ganze so weit raus, dass ihr problemlos hier vorne später den Pin wieder einmal reinbekommt, aber natürlich nicht zu fest. Bedeutet, kleines Beispiel, ich lasse das jetzt einfach mal so hängen, setze einmal meinen Upper Receiver, meinen Lower Receiver einmal drauf. So, quetscht das Ganze oder drückt das Ganze einmal zusammen und seht dann hier, wenn ich, wartet mal, wir können es uns vielleicht auch so anschauen, drücken wir das Ganze mal kräftig zusammen, machen den Pin rein. So, und die Hop-Up-Kammer wird natürlich jetzt in diesem Zustand einmal über die Feder nach hinten gedrückt. Wir können aber jetzt zum Beispiel mal reingehen und können mit dem Finger die Hop-Up-Kammer mal nach vorne drücken. Und dann merke ich zum Beispiel, wenn ich die nach vorne drücke, dass ich hier noch minimal ein bisschen Luft habe. Bedeutet, die kann, wenn das Magazin vielleicht nicht richtig sitzt oder so, kann die Hop-Up-Kammer um ca. 0, keine Ahnung, vielleicht noch 0,2 oder 0,3 ein kleines bisschen nach vorne weggehen von der Gearbox. Und das kann man eben über diese Feder oder über diesen Gewindestift hier vorne drin einmal angleichen oder ausgleichen. Bedeutet, wir gehen jetzt zum Beispiel mal her, nehmen die noch mal ein kleines bisschen weiter raus und schrauben uns diesen kleinen Gewindestift einfach noch mal, vielleicht eine halbe Umdrehung oder so, noch mal weiter raus, dass die Hop-Up-Kammer richtig sauber einmal eingestellt ist. So, dann drücken wir das Ganze oder schieben das Ganze wieder einmal vor, setzen noch einmal den Lower Receiver mit der Gearbox einmal an. Schauen wir, dass das Ganze hier sauber einmal einfädelt, drücken es einmal zusammen. So, dann hinten ebenfalls zusammendrücken, drücken den Pin wieder rein. So, und jetzt ging der Pin schon ein kleines bisschen straffer. Wenn ich jetzt aber mit dem Finger reingehe und versuche, die Hop-Up-Kammer nach vorne zu bewegen, dann sitzt sie komplett einmal sauber und plan hinten dran und kann eben nicht mehr nach vorne einmal wegrutschen. Hier das Ganze eben nochmal zum Ausgleichen über diesen kleinen Gewindestift im vorderen Bereich. Wie ganz am Anfang schon mal gesagt, hier könnt ihr natürlich auch ein kleines bisschen Schraubensicherung verwenden, um diesen kleinen Gewindestift eben etwas zu fixieren. Bolt Catch oder Verschlussfang. Okay Leute, das soll es eigentlich schon gewesen sein. Ich würde sagen, ich krone das Ding jetzt dann mal durch, blende euch die Werte ein und dann sehen wir uns noch mal ganz kurz.
Gut Leute, das soll es für heute gewesen sein. Kleines Technikvideo zu dieser neuen Bugatti Neptune CNC Hop-Up-Kammer. Und ihr habt es mitbekommen schon bei der Montage. Das Ding hat wirklich Features drin, die machen einem das Leben wirklich leicht. Bedeutet gerade in Bezug auf Kompatibilität unterschiedlicher Hersteller, Nozzlelängen, Magazinkompatibilität, Feeding-Probleme, kann das Ding euch wirklich sehr, sehr viel Ärger einmal sparen. Also auch hier muss ich sagen, von Bugatti wieder unheimlich innovativ. Und das Ding ist einfach wirklich saugut, muss man sagen. Also hier auch wieder ein tolles Produkt entwickelt, ein tolles Produkt auf den Markt geworfen. Und gerade in Bezug auf Kompatibilität, wie gesagt, feiere ich die Hop-Up-Kammer. Es gibt einen kleinen Wermutstropfen, den müsst ihr entscheiden, wie ihr das empfindet. Ja, wir haben auf der einen Seite, können wir diesen Feeding-Kanal oder diese Feeding-Tube unten, können wir wunderbar jetzt zu unseren Magazinen einmal einstellen, dementsprechend Feeding-Probleme einmal beheben. Es fallen aber dennoch 4 Kugeln einmal raus. Bedeutet, wenn ihr jetzt sagt, ja, mir ist es wichtig, dass alle BBs einmal drin bleiben und eben nicht rausfallen, dann würde ich sagen, dann ist die Hop-Up-Kammer nichts für euch. Letztendlich mir ist es wurscht, ob da jetzt 4 Kugeln rausfallen oder nicht, weil irgendwann muss ich sie eh rausmachen oder man nimmt G&G-Magazine mit einem langen Follower, auch dann fallen keine BBs raus. Also hier müsst ihr entscheiden. Wie gesagt, es hat einen Vorteil meiner Meinung nach, diese einstellbare Tube da unten, hat aber halt auch den Nachteil, dass weiterhin, wie sonst eigentlich auch immer, die Kugeln einfach rausfallen beim Nachladen, also 3 bis 4 Stück. Wie gesagt, müsst ihr entscheiden. Das ist der einzige Punkt, der vielleicht nicht ganz perfekt einmal ist bei dieser Hop-Up-Kammer. Ansonsten wirklich hervorragend, Kompatibilität, Verarbeitungsqualität wirklich hervorragend gefräst. 5 mm Systeme, 7 mm Systeme, dann einstellbar vom Abstand zu der Gearbox, auch wenn ihr jetzt einen anderen Hersteller drin habt von der Gearbox mit unterschiedlichen Wandstärken vorne, könnt ihr alles mit der Hop-Up-Kammer ausgleichen. Also hier wirklich saugut umgesetzt und auch vom Preis her Standard 69 €. Hält sich in den Grenzen, muss man sagen. Wenn ihr mal vergleicht, was kostet die neue Max? 90, 95 €. Hier weiterhin 69 €. Das ist, würde ich sagen, zwar nicht billig für eine Hop-Up-Kammer, aber fair, würde ich sagen. Doch. Also für das, was man alles bekommt, auch ganzes Zubehör und Ersatzteile, schöner Lieferumfang. Doch, ja doch, 69 € sind in Ordnung, meiner Meinung nach. Also wirklich klasse, ich habe auch Bugatti schon geschrieben, ich brauche nochmal 4 Stück, denn ich werde relativ viele Kniften einmal aktualisieren und mit dieser Hop-Up-Kammer einmal ausstatten. Denn wie gesagt, gerade wenn ihr unterschiedliche Magazinhersteller verwendet, reißt das Ding ein kleines bisschen raus. Gut Leute, das soll es gewesen sein. Wollt ihr noch etwas ergänzen? Habt ihr noch weitere Fragen? Ihr wisst Bescheid, einmal Kommentarfeld nutzen. Hat euch dieses Video gefallen? Like, Abo und eventuell eine Mitgliedschaft einmal auf Patreon dalassen. Würde mich mega drüber freuen. Wir sehen uns nächste Woche zum nächsten Video. Bis dahin, macht's gut.